Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. Hallo, mein Name ist Ralf Herbst und ich möchte Ihnen heute einen Einblick in die Grundlagen von Cinema 4D geben. Und fangen wir direkt mal an, indem wir uns hier die Einstellungen des Programms ein wenig nahe bringen, einige Modifizierungen machen, bevor wir dann richtig loslegen. In den Programmeinstellungen, die Sie unter Bearbeiten, dann Programmvoreinstellungen finden, haben Sie jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das erste, Sie können das Interface von Deutsch in Englisch umschalten. Dann können Sie sagen, ich möchte lieber mit einem hellen oder, wie ich es bevorzuge, mit einem dunkleren Interface arbeiten. Dieses Fenster ist frei verschiebbar. Wenn wir jetzt über irgendwelche Optionen oder Befehle gehen, sehen wir hier unten, wenn wir mal drauf achten, wofür dieses Werkzeug ist. Wenn man jetzt gerade anfängt mit Cinema 4D, gibt es noch eine Möglichkeit, dieses direkt am Button, den ich auswähle, zu sehen. Dafür schalte ich mir hier diese Kontexthilfe ein. Dann habe ich den Vorteil, ich brauche nicht immer nach unten schauen und bekomme sofort den Hinweis, wofür ist dieses jeweilige Werkzeug. Also sehr praktisch. Ich werde natürlich nur einen groben Überblick über diese Einstellung geben, das, was wir alles brauchen. Zum Beispiel brauchen wir hier jetzt nicht dran, aber OpenGL, da sollten wir mal rangehen. Hier habe ich die Möglichkeit, die Fähigkeit meiner Grafikkarte zu testen, indem ich hier draufklicke. Dann bekomme ich ein weiteres Fenster, welches mir sagt, was alles benötigt wird und was die Grafikkarte alle leisten kann. Und unten eine Meldung, dass diese vollen Erweiterungen natürlich nötig sind. Wofür sind die? Um später hier im Interface detailliert schon in Vorschau zum Beispiel Schatten zu sehen, Transparenzen etc. Das sehen wir dann später im Tutorial. In einem Tutorial. Die Ansicht kann ich hier sagen, wenn ich komplexe Szenen habe, wie schnell dieses neu gezeichnet werden soll. Und je komplexer die Szene ist, wenn man eine ganze Stadt baut oder so etwas, dann würde man diesen Wert verändern. Dateien, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Hier sollte man festlegen, wo man zum Beispiel die Texturen alle ablegt. Was sind Texturen? Wenn wir ein 3D-Konstrukt haben, dann legen wir oft Fotografien auf, um damit eine, Steinstruktur zu erzeugen, ein Foto von einer Landschaft und so weiter. Wo werden diese abgelegt und das Cinema immer weiß, wo die sind, habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich zeige Ihnen das mal, was wir hier machen würden. Wir würden also auf unserer Festplatte T, in dem Fall Cinema 4D, einen neuen Ordner machen. Den nenne ich mal Cinema 4D. 4D. Ups, jetzt habe ich die Großschreibetaste an. 4D, so. Dann gehe ich in diesen Ordner rein und wähle den Ordner, auch einen neuen Ordner an, und international machen alle 3D-Modeller den Ordner mit dem Namen Text für Textures. Diesen wähle ich dann hierüber aus, indem ich hier draufklicke, gehe ich auf diese Festplatte in den Ordner. Das habe ich jetzt somit schon mal vorab simuliert. Kommen wir zu den Einheiten. Wir haben hier die Möglichkeit jetzt zu entscheiden, ob wir Zentimeter, Millimeter, Mikrometer, Yard, Fuß, Inch, alles Mögliche arbeiten möchten. Aber es ist eine Einheit. Wir schauen uns das mal an. Ich nehme mal hier einen Grundkörper, und zwar einen Würfel. Der hat jetzt hier und hier in den Attributen, zeigt er mir an, dass er 200 cm ist. Schalte ich dieses jetzt in den Voreinstellungen um. Der Vorteil ist, wo man gerade zuletzt dran gearbeitet hat, es bleibt. Schalte ich das auf Meter, sehen Sie, dass er den jetzt umrechnet in 2 Meter, aber mein Objekt dadurch nicht kleiner oder größer wird. Es sind also für Cinema 4D immer Einheiten. Ich bevorzuge Zentimeter. Kann natürlich je nach Konstruktion eingestellt werden. Bei der Animation, die später stattfindet, sagt man Bilder pro Sekunde. Voreingestellt sind Standard 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, hier ist eine Sekunde um. Das dann später bei den Animationen.
Standard steht Ihr Cinema 4D auf RGB-Farben bei den Farbeinstellungen. Ich bevorzuge aber immer die erweiterte Farbtafel. Die ermöglicht mir es später, wenn ich in den Texturen bin, hier diese Farbtafel zu haben. Ich kann zwar hier die RGB-Werte eingeben, das auch hier über Prozente, wie viele Graustufen ich haben will, kann ich alles einstellen, kann aber ganz schnell mir meine Farben auswählen und habe dann die Möglichkeit, wenn ich den Schnellspeicher, das ist dieses hier, aktiviere, kann ich dann Farben, zum Beispiel hier, als genutzte Farbe hinzufügen. Und habe dann in allen Bereichen des Texturierens steht mir diese Farbe zur Verfügung. Ist sehr vom Vorteil. Ist nur eine Empfehlung von mir. Wenn Sie dieses hier einschalten, ich nehme mal die Textur wieder weg, einfach die Entfernen-Taste, dann müssten Sie aber Cinema 4D neu starten, damit das erst gegeben ist. Erst dann sehen Sie in den verschiedenen Bereichen die erweiterte Farbtafel. Speicher. Hier ist jetzt die Möglichkeit, Undo-Schritte festzulegen, also wie oft ich hier über rückgängig oder wie Sie sehen, String Z, da wird auch der Shortcut mir eingezeigt, also Control oder String Z, wie viele Schritte ich rückgängig machen kann. Ich stelle mir den Standard immer so auf 50 und bestätige die Eingabe. Internetverbindung brauchen wir nicht ran, Rendern ist auch Standard gut eingestellt. Man sollte auch nicht hier irgendwie wie wild alles am Anfang verstellen, dann hat man nämlich Probleme vielleicht das richtige Ergebnis zu kriegen. Was für uns noch entscheidend ist, ist hier unten das Importieren und Exportieren. Jetzt können wir dieses Fenster auch einfach hier mal größer skalieren, um einen besseren Überblick zu bekommen. Cinema 4D hat nämlich die Möglichkeit, nicht nur mit Cinema 4D-Dateien zu arbeiten, sondern auch 3D Studio Max-Dateien, wenn sie in 3ds-Format in 3D Studio abgespeichert wurden, zu importieren und zu exportieren. Allplan, eine Architekturvisualisierung, Motion Clips, das heißt Bewegungsanimationen, die von einem Menschen, Tieren etc. per Kamera, per Motion Cam aufgenommen wurden, auf den Charakter zu bringen, um ihn dann zu animieren. Ich mache das hier mal ein bisschen breiter. Dann haben wir noch ein sehr neues, sehr gutes, also mit das beste Export-Import-Programm. Das ist Collada. Dieses bieten natürlich auch andere 3D-Programme und somit können die sehr gut miteinander kommunizieren. Das heißt, wir können die Daten astrein übertragen. Auch für Photoshop, wenn man 3D-Ebenen in Photoshop machen möchte, empfiehlt sich Collada. Hier haben wir jetzt noch klassische DXF 3D-Cut Maße, also Exportdateien. Das Problem ist nur, bei AutoCAD muss man ein spezielles Plugin kaufen. AutoCAD-Dateien arbeiten nicht so einwandfrei mit Cinema 4D zusammen. Illustrator. Mit Illustrator kann man also eine AI-Datei, wenn Sie Pfade, ein Logo zeichnen in Illustrator, können wir diese in Cinema 4D importieren und daraus 3D-Körper erstellen. Ein Mitstreiter von Cinema 4D ist das Programm Lightwave, wie auch einige andere, die hier noch kommen. Auch ein sehr schönes Programm. Dann haben wir noch Vectorworks für die Architektur. Eine etwas verunglückte alte Funktion ist das Wormel, wo man versucht hat, 3D-Körper ins Internet zu bringen und auch beweglich zu machen. Das klappt natürlich. Wir können aber leider nur Farben darstellen und keine Texturbilder, was sehr nachteilig ist. Dann gibt es noch ein großes 3D-Programm, Maya Wavefront von Autodesk, früher alias Wavefront, also Maya. Gut, jetzt haben wir hier so einige Voreinstellungen getroffen. Dann wird es Zeit, dass wir uns ein wenig mit der Umgebung hier zurechtfinden. Kommen wir zum Editor von Cinema 4D. Was sehen wir hier? Wir haben hier eine Perspektive, die nennt sich Zentralperspektive. Das ist unsere sogenannte 3D-Welt. Es gibt noch mehr Ansichten, dazu gleich mehr. Im 3D-Raum haben wir also 3 Achsen. Einmal eine Achse, die in die Y nach oben Richtung, oben und unten zeigt. Eine Z für die Tiefe und X nach rechts. Y und X haben wir ja auch in 2D-Perspektiven. Diese Perspektiven lassen sich bearbeiten, hier über verschiedenste Funktionen.
Ich kann jetzt diese Welt bewegen quasi. Das mache ich, indem ich die linke Maustaste gedrückt halte und hier drauf drücke. Schiebe ich die Maus nach links, bewege ich mich nach links. Schiebe ich die Maus nach rechts, bewege ich mich nach rechts. Schiebe ich die Maus nach vorne, bewege ich mich nach oben. Schiebe ich die Maus zu mir ran, bewege ich mich nach unten. Das nächste Symbol, immer mit gedrückter linker Maustaste, wenn Sie das hier blau sehen, dann drücke ich die Maus. Nach links entferne ich mich von der Weltmitte, nach rechts zoome ich heran. Dann haben wir hier das Rotieren, das heißt, wenn ich jetzt drücke, nach links drehe ich mich links herum, rechts herum. Von oben schauen, wenn ich die Maus nach vorne schiebe, nach hinten schieben, also zu mir hinziehen, bewege ich mich nach unten. Dieses geht auch hervorragend über Tastenkürzel. Merken Sie sich die Tasten 1 bis 3 nicht im Nummernblock, sondern auf der Tastatur. Ich drücke jetzt 1 und einfach in diese Welt und dann kann ich die verschieben. Ich klicke also irgendwo hier in diese Welt, dann schiebe ich nach oben, immer Maus nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Drücke ich jetzt die Taste 2, kann ich mit der Maus nach links wegzoomen, rechts ranzoomen. Drücke ich die Taste 3, kann ich mich drehen, nach links, nach rechts die Maus, nach vorne, nach hinten, also zu mir ranziehen. Diese sind die Bewegungsmöglichkeiten, die ich habe. Ich kann aber auch das Zoomen mit dem Mausrad machen. Ich drehe gerade an meinem Mausrad, um ranzuzoomen. Das sind diese Möglichkeiten, die ich hier in dieser Welt habe. Jetzt habe ich die Welt gerade bewegt. Jetzt möchten wir mal schauen, wenn wir einen Körper nehmen, und zwar ein Grundobjekt. Hier befinden sich diese Grundobjekte. Dort befinden sich Spline-Objekte. Fast alle 3D-Objekte werden aus diesen Grundkörpern oder eben Spline-Objekten erstellt. Nehmen wir einfach mal einen Würfel hier aus dieser Bibliothek. Ich schiebe mal ein bisschen höher meine Ansicht. Und diese Objekte finden sich natürlich auch hier unter den Grundobjekten wieder. Da wir sie sehr häufig bauen, hat Maxon diese hier implementiert. Ich kann jetzt also mich mit diesen Mitteln nach links und rechts bewegen, in die Welt, ran und weg zoomen, mich rumherum drehen. Ich drücke jetzt mal die Taste 3 und bewege die Maus, kann also hinter das Objekt schauen und so weiter. Jetzt haben wir bis jetzt nur die Welt bewegt. Was ist denn, wenn wir diesen Körper bewegen wollen? Wir haben hier 3 Funktionen. Generell ist es so, das ist die Modellbearbeiten-Funktion, die wir im Standardbereich eingeschaltet lassen sollten, wenn wir das Objekt bewegen, Größen verändern wollen, drehen, skalieren und so weiter. Hier haben wir jetzt diese Funktion des Skalierens und Rotierens. Wir fangen mal mit dem Verschieben an. Ich möchte also mein Objekt in der Welt verschieben. Da habe ich jetzt hier solche Anfasser, die also im Gleichklang mit der Welt sind. Ich schalte dieses Objekt mal kurz unsichtbar. Sie sehen ja, hier ist die Weltachse und wenn ich das Objekt wieder einschalte und aktiviere, sehe ich, dass ich also absolut im Einklang mit der Welt bin. Darüber hinaus kann ich erkennen im Koordinatenmanager, dass mein Objekt absolut am Nullpunkt dieser Weltachse steht. Bewege ich jetzt mein Objekt in irgendeine Richtung, also ich fasse jetzt mal hier in der Mitte an, dann kann ich das frei bewegen. Sie sehen, auch alle 3 Werte haben sich in dem Fall verändert. Nach oben, weil ich nach oben geschoben habe in den Plusbereich und links von der Weltachse ist immer der Minusbereich. Ich schiebe mal in die andere Richtung, dann sehen Sie, dass die Werte in den Plusbereich kommen. Jetzt ist das nichts Genaues. Ich will diesen jetzt wieder resetten. Diesen Wert kann ich das numerisch vollziehen, indem ich jetzt 0, Tabulator-Taste, 0, Tabulator-Taste neben Q drücke und anstatt auf Anwenden drücke ich die Enter-Taste. Geht viel schneller. Also die Eingabetaste. Sie können natürlich auch auf Anwenden klicken. Jetzt möchte ich gezielt das Objekt verschieben und dazu fasse ich einen Anfasser an. Und Sie sehen, wenn der gelb wird, je nachdem, wo ich drüber fahre, heißt das, ich schiebe nur in die Richtung. Wir sehen hier im Y-Bereich. Ich kann auch hier in der Mitte anfassen. Hauptsache, er wird gelb. Und kann ich jetzt auch in den Minusbereich schieben. Dann bewege ich das mal wieder auf 0
Und nehmen wir mal die X-Achse. Sie sehen, die wird gelb und ich kann das dann sowohl in den Plus- als auch in den Minusbereich, achten Sie hier drauf, verschieben. Das gleiche funktioniert natürlich in die Tiefe, dass ich mein Objekt nach hinten oder nach vorne schiebe. Ich bekomme dann hier auch immer gezeigt, um wie viel ich das gerade verschiebe. Resetten, wie gesagt, auf 0. Im nächsten Punkt habe ich die Möglichkeit, jetzt mein Objekt zu skalieren. Und wenn ich da jetzt an einen Anfasser anfasse, sehen Sie, oh, er skaliert das in alle Richtungen. Das hat damit zu tun, dass dieses noch ein Grundkörper ist und kein polygonales Körper ist. Hier haben wir nämlich die Möglichkeit, unser Objekt zu verschieben. Dazu gleich mehr. Also zu verändern in der Größe. Also noch macht er es gleichmäßig und dann haben wir die Möglichkeit zu rotieren. Jetzt haben wir diese Schiebebänder hier und man möchte vielleicht etwas einen komfortableren Möglichkeit haben, dieses zu drehen. Ja. Der eine mag gerne diese Schiebebänder, wir können uns das aber auch mal eben umstellen. Dazu gehe ich hier auf Bearbeiten in die Ansichtsvoreinstellungen und ich möchte das für alle Ansichten machen, nicht nur für diese. Da habe ich hier unter Ansicht die Möglichkeit, etwas auszuschalten, und zwar Achsen verschieben. Das ist es nicht. Und zwar ist es, wo habe ich es hier, Rotationsbänder. Wenn ich diese ausmache, bekomme ich hier so Kügelchen und das verdeckt dann nicht so viel und ich kann also auch an diesen Kugeln oder hier auf diese Linie fassen, um das zu drehen. Also das muss jeder sehr gerne selber wissen, wie er das gerne möchte. Ich lasse in meinem Fall diese Rotationsbänder aus. So, wie rotiert er jetzt? Nach welchem System folgt das? Ich setze mal hier alles auf 0. Wir können also hier frei rotieren um die Y-Achse. Dann haben wir hier wie aus der Luftfahrt das HPB, Header Pitch and Bank System. Und es ist am Anfang ein wenig gewöhnungsbedürftig, wie das funktioniert. Ich habe jetzt mein Objekt also um die Y-Achse gedreht und sobald ich hier jetzt auch nachdrehe, kommen da zwei Werte zustande. Ich mache mal aus diesem Körper so eine Art Flugzeug, um das zu simulieren, wie das ja in der Luftfahrt ist. Daran ist das ganze System angelehnt. Ich mache die Schnauze mal was länger. Und ich drehe also etwas um meine Achse. Aber in Wirklichkeit, wenn ein Flugzeug ja um die Kurve fliegt, dann haben wir ja hier diesen Neigungswinkel und dann dreht er das aber jetzt so schräg nach unten. Ja? Und nicht wirklich um die Kurve. Und genauso hier kippt er die Schnauze. Also, Sie sehen auch, wie sich alle Werte verändern. Ich resette noch einmal. Es ist also so, dass wir, wenn wir etwas so drehen und so drehen, dass er sich dann neigt, aber so schräg nach unten jetzt folgt. Und das kann man jetzt dank Cinema 12 ein wenig genauer steuern. Dazu gehen wir auf den Würfel hier im Objektmanager und gehen mal auf die Koordinaten. Ich muss noch die Achse eben resetten. Da haben wir eine erweiterte Transformation und das ist in Cinema 4D 12 neu. Drehe ich jetzt oder erstmal an der das Banking an der B-Achse, ich kippe mal mein Flugzeug ein wenig, das symbolische Flugzeug, und sage jetzt, diesen Wert möchte ich gerne einfrieren. Dann wird mein Weltensystem wieder resettet. Drehe ich jetzt hier ran, habe ich also jetzt nicht mehr 3 Werte, die sich verändern und ich kann mich ein wenig besser orientieren, um das Ganze zu drehen. Ein sehr großer Vorteil. Ich kann diese Werte natürlich wieder einfrieren, um dann ein Nullsystem daraus zu bekommen. Damit das Ganze jetzt ein wenig für Sie mal in Fleisch und Blut übergeht, dass wir das üben können, werden wir mal ein einfaches Beispiel machen, und zwar eine Eistüte. Ich werde also beim Benutzen dieser Symbole alle immer erklären, haben Sie schon gemerkt. Ich bin kein Freund davon, alles zu erklären, wofür was ist, und Sie können sich das nicht einprägen. Also ich erkläre Ihnen alles, auch diese Sachen hier, bei der Benutzung.
Um eine Eistüte zu realisieren, möchte ich beginnen mit einer Waffel. Diese soll jetzt nicht ein wunderbares Werk werden, sondern soll uns mal helfen, hier das Ganze zu bewegen, wo man darauf achten muss, dass wir ein Gefühl für diesen 3D-Raum bekommen. Und für die anderen Räume, die Sie gleich noch sehen werden. Ich nehme als erstes ein Objekt hier aus dem Grundobjekt, was der Waffel eines Eistüte sehr nahe kommt. Da habe ich den Kegel. Jetzt könnte ich auf die Idee kommen, ich muss das Ganze um 180 Grad drehen, damit dieser umgekehrt steht. Nein, das brauchen wir nicht unbedingt. Weil Sie sehen auch jetzt ist meine Y-Achse, zeigt die nach unten. Ich setze mal wieder auf Standard. Wir lassen dieses Objekt auch anfänglich auf 0 einfach stehen. Jetzt gehe ich hier mal in diesen Objektkanal, so ist es Standard bei Ihnen. Sie sehen, wir haben jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, etwas einzustellen. Je nach Objekt haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Im Attribute-Manager nennt es sich. Im Objekte-Manager wird mein Objekt dargestellt. Jetzt haben wir auch hier die Möglichkeit, die Richtung einzustellen und ich drehe mal hier rüber die Richtung von plus y auf minus. Sie sehen den Unterschied, die y-Achse bleibt nach oben. Wenn man das macht, muss man jetzt wohl umdenken. Jetzt ist unten oben und oben ist unten. Das sehen Sie daran, wenn ich jetzt oben mal vergrößere. Wie mache ich das jetzt hier gerade? Ich habe die Möglichkeit, hier einzelne Schritte zu klicken, numerisch einen Wert 50 zum Beispiel einzugeben und mit Enter bestätigen. Ich kann aber auch mit gedrückter Maustaste hier über diese 2 Pfeile einfach meine Maus nach hinten oder nach vorne ziehen. Sehr vorteilhaft. Jetzt wollen wir ja unten das Eis natürlich spitz lassen, aber oben den Radius, der jetzt hier unten durch die Drehung dargestellt wird, werde ich ein wenig verändern. Einfach durch gedrückte Taste und ziehe das zu mir ran, bis mir das passt. Das gleiche können Sie aber erledigen, indem Sie diesen orangenen Anfasser anfassen. Die sind nämlich dazu da, um direkt etwas zu skalieren und Sie sehen, was passiert. Da wir hier frei modellieren und nicht sehr maßgenau arbeiten müssen, ist das Ihnen völlig überlassen, was Sie da jetzt gerade benutzen. Die Höhe kann ich hier drüber einstellen, wie lang denn meine Eiswaffel werden soll. Wofür diese Unterteilungen sind, dazu später mehr. Jetzt möchte ich natürlich diese Eiswaffel, wenn ich mal von oben schaue, ist sie geschlossen und ich möchte diese Eistüte öffnen. Dazu begebe ich mich hier in den Punkt Deckflächen. Dort schalte ich einfach das Häkchen weg bei Deckflächen. Wozu die Radien da sind, das kommt, wenn ich die Grundobjekte alle im Einzelnen erkläre. Okay, damit hätten wir jetzt erstmal das geschafft, was wir wollen. Das soll auch für den Anfang reichen. Wir müssen also die Größe hier einstellen und bei Deckfläche das ganze Häkchen wegnehmen, damit das funktioniert. Jetzt möchte ich 3 Eiskugeln machen, beginnen wir mit der ersten. Ich nehme hier aus den Grundobjekten also eine Kugel. Diese kommt sehr groß daher. Jetzt sehen wir aber auch den Unterschied. Wir sehen im Objektmanager haben wir jetzt 2 Objekte. Einmal den Kegel, den kann ich selektieren, aktivieren und die Kugel. Ich kann jetzt auch die Kugel mal hier drüber optisch unsichtbar machen, genauso umgekehrt. Jetzt ist die Kugel sehr groß und ich möchte ja mit den Kugeln arbeiten und hier eingequetscht, hier sollen ja noch mehr entstehen. Dazu ziehe ich sie mir per Drag and Drop einfach nach unten. Ich kann also diese Objekte hier in der Hierarchie anordnen, hat nichts mit Ebenen zu tun. Wo was ist. Jetzt sehe ich hier, der hat gar nicht so viele Einstellmöglichkeiten wie der Kegel. Schauen Sie mal. Ja, das liegt an der Komplexität der Objekte. Ich möchte den Radius verändern. Okay, dann wird meine Kugel recht klein. Jetzt schiebe ich sie einfach nach oben. Darum soll es ja gehen, dass wir das Handling jetzt bemerken, indem ich die Y-Achse anfasse. Ich schiebe mal was nach hinten und noch ein bisschen tiefer. Schauen wir mal, die Eiskugel noch ein bisschen kleiner machen. Jetzt drehe ich mich mal um meine Welt. Oh! Also um das Objekt rum drehe ich die Welt mal. In dieser Ansicht fällt mir das vielleicht gar nicht auf. Das ist halt diese räumliche Tiefe. Aha.
Wie können wir das vielleicht besser alles im Blick halten, damit wir direkt merken, wenn uns sowas passiert? Dafür gibt es dieses Symbol hier. Klicke ich darauf, bekomme ich 4 Ansichten. Eine Ansicht von oben, natürlich zu meiner Zentralperspektive, eine Ansicht von rechts und eine Ansicht von vorne. Gut, jetzt kann ich diese Ansichten, welches 2D-Ansichten sind, das sehen wir daran, dass wir hier nur von oben Z und X haben, hier Y und X und hier Y und Z. Wir können diese natürlich auch bewegen. Wir können hier ranzoomen. Also mit denselben Tastaturkürzeln 1, 2, 3 plus Mausklick oder eben hier das Ranzoomen mit dem Mausrad. Ich brauche bloß mit der Maus über dieses Fenster gehen und kann hier mal ranzoomen. Drücke jetzt die Taste 1, um zu verschieben. Genauso hier gehe ich jetzt ran und brauche ich nicht groß verschieben, vielleicht so ein Stückchen. Vielleicht gehen wir hier noch ein bisschen näher ran und die Taste 1 schiebe ich noch was runter. Dann wäre mir das vielleicht direkt, auch wenn das Objekt jetzt so gestanden ist, hier aufgefallen, dass die Kugel hier durch meinen Korpus der Waffe kommt. Ich kann das jetzt also auch hier bewegen, in diesem Fenster oder eben hier. Ja. Jetzt habe ich nicht genau den Anfasser gepackt. Ja, dadurch verschiebt er das in alle Richtungen. Ich muss also immer darauf aufpassen, dass das gelb wird, bevor ich die Maus gedrückt halte und dann in die Richtung schiebe. Mache ich das jetzt aber hier und denke, das ist hier gut, dann sehe ich aber hier, oh, das kommt immer noch raus. Also ist es ganz gut, diese ganzen Ansichten zu haben. Schauen wir mal, wenn wir uns jetzt rumdrehen, so hundertprozentig sieht man das hier noch nicht. Also noch ein klein bisschen rein. Okay. Jetzt hätten wir hier die erste Kugel. Jetzt könnte ich diese Ansichten auch noch wechseln. Wie funktioniert das? Natürlich, wenn Sie auf eins dieser Symbole hier klicken, zeigt er Ihnen dieses im Vollbildmodus. Ja, das jeweilige, welches Sie anklicken, hier auf diesem. Aber dieses Klicken ist recht umständlich. Es gibt da Tastaturkürzel, die Sie sich notieren sollten und einprägen. Die gehen von F1-Taste bis F5. Fangen wir mal mit der F1 an. Ich drücke jetzt auf meiner Tastatur die Taste F1. Das ist sowohl bei Mac als auch bei PC. F2 habe ich die Ansicht von oben. Hier erkennen Sie immer, wo ich bin im HUD. F3 von rechts. F4 von vorne und F5 ist die Viereransicht. Ich kann also ganz schnell wechseln zwischen F1 und F5, F1 und von oben und wieder zurück oder von F3 nach F4. Das kann ich also sehr komfortabel wechseln. Jetzt möchte ich noch 2 Eiskugeln haben. Und dazu gehe ich jetzt nicht und nehme nochmal eine Eiskugel, dann müsste ich diese ja wieder in der Größe einstellen. Übrigens, Entfernen eines Objektes aus der Szene ist einfach im Attribute-Manager anklicken, dann nehmen Sie folgende Tastaturkürzel. Sie können das natürlich umständlich hier bei Bearbeiten löschen. Da sehen Sie aber die Tastaturkürzel. Es geht Backspace oder ich habe mir angewöhnt, die Entfernen-Taste auf der Tastatur, also die Delete-Taste. Ja? Die zu drücken, dann kann ich das Objekt entfernen. Genauso könnte ich jetzt das selektieren hier im Objektmanager und das unter Bearbeiten kopieren und einfügen. Auch viel zu umständlich. Sie halten einfach die String-Taste auf Ihrer Tastatur oder Control, auch in manchen Bereichen genannt, auf das Objekt und dann ziehen Sie das einfach nach unten. Dann entsteht eine Kopie nach unten. Aus Versehen könnte es Ihnen auch schon mal passieren, dass Sie die unterordnen. Ich habe die einfach auf die andere gezogen. Jetzt ziehe ich die nochmal raus. Draufziehen werden die 2 quasi ineinander verschachtelt oder gruppiert. Jetzt habe ich also eine zweite Kugel und die liegt genau an derselben Position in der Welt wie mein Objekt. Ich gehe wieder in die Viereransicht mit F5. Jetzt verschiebe ich diese, indem ich hier frei mal reinpacke. Möchte ich die ein bisschen so nach hier schieben. Jetzt sehe ich aber, haha, ich muss jetzt aufpassen. Das ist also hier schon wieder ein bisschen zu weit. Ich möchte sie ein bisschen tiefer haben. Wenn ich tiefer schiebe, kommt sie hier wieder durch. Muss ich also noch ein bisschen weiter zurück. Gut. Dasselbe mache ich jetzt noch einmal mit einer dritten Kugel.
Ich ziehe diese Kugel raus, schiebe sie nach rechts, setze, sehen Sie, jetzt schon wieder viel zu weit, ein wenig tiefer noch. Ich darf das auch hier bewegen, natürlich. Da es sich jetzt um die Kugeln hier vorne handelt, sehe ich ja sofort, wenn sie durchgehen. Das ist so okay und schauen wir das an. In einem späteren Tutorial wird manch einer denken, ja, da haben wir ja noch gar keine Wandstärke. Das kommt alles noch. Es soll jetzt lediglich eine Übung sein, dass Sie mal ein Feeling dafür bekommen, wie verändere ich die Objekte hier im Attribute-Manager, wie verschiebe ich sie, wie kontrolliere ich, dass es alles korrekt ist. Im nächsten Schritt möchten wir jetzt das Ganze mal nicht wie eine graue Maus aussehen lassen, sondern dem Ganzen ein wenig Farbe geben. Das nennen wir jetzt in der Fachsprache Texturieren. Natürlich werden wir noch einen separaten Texturing-Workshop machen, aber damit wir nicht am Anfang nur mit grauen Objekten arbeiten, werden wir mal ein bisschen was zaubern. Wenn wir nämlich das Ganze rendern lassen, das heißt hier, rendern heißt, er erzeugt jetzt aus den Polygoninformationen, also diesen kleinen Ecken, ein Bild. Das ist also genauso grau. Dieses ist jetzt nirgends gespeichert. Dazu müssten wir hier in die Einstellung gehen, aber dazu später. Wir würden aber hier eine Vorschau bekommen, wie diese Fotografie oder wenn das eine Animation wäre, wie dieses Bild der Animation, wenn ich hier wäre, ich habe aber keine Animation, das 23. Bild aussehen würde. Jetzt gehe ich hin und sage hier unten, ich möchte ein Material. Ein neues Material über Datei, neues Material. Das ist also eine Textur oder Materialien, wie man das nennt. Jetzt könnten Sie diese hier bearbeiten, aber natürlich könnten wir dem hier eine ganze Farbe geben, aber ich klicke mal doppelt drauf, dann sehen Sie, haben Sie viel mehr Einstellmöglichkeiten. Natürlich geht es jetzt hier um Farbe. Ich möchte jetzt hier mal so ein bisschen so ein Waldmeister-Eis machen. So ein bisschen heller noch vielleicht. So blau, grün. Also ein bisschen. Soll ja nur mal Spielerei sein. Diese Farbe sichere ich mir mal und setze sie hier rein. Sie sehen auch hier, dieses Icon hat jetzt die Farbe. Und ich nenne das mal, gebe dem einen Namen, Waldmeister. Das sehen Sie jetzt auch hier unten. Sie können auch durch sanften Doppelklick das hier umbenennen. Das schließe ich jetzt einfach. Unter Farbe habe ich dem hier diese Farbe zugewiesen. Wie kann ich die jetzt auf das Objekt adaptieren? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann das per Drag and Drop auf das Objekt schieben. Sie sehen, was hier passiert. Ein Textur-Tag wird erzeugt, das hier dann zu sehen ist. Ich lösche es nochmal, dadurch wäre auch die Textur wieder weg. Ich kann es also auf das Objekt klicken, aber manchmal verdecken andere Objekte das. Darum zieht man meistens das direkt hier auf die Kugel. Wenn wir jetzt mal rendern lassen, kriegt das schon einen farbigen Touch. Jetzt möchte ich hier aus dieser Kugel noch ein Schokoeis machen. Mache ich wieder ein neues Material. Klicke doppelt, nenne das schon mal Schoko. Man sollte die Dinge immer benennen, vor allem wenn es nachher viele wären. Und dann müssen wir jetzt mal hier so einen Braunton irgendwie rausarbeiten. Ein bisschen dunkelbraun. Das ziehe ich jetzt entweder wieder hier drauf oder auf meine Kugel 2. Im dritten Fall will ich jetzt ein bisschen komplizierter werden, aber nicht Fotorealismus, sondern einfach mal, damit es ein bisschen geckig wird, möchte ich Stracciatella machen. Ich glaube so geschrieben. Verzeiht mir, wenn ich es falsch geschrieben habe. Ich nehme die Farbe Weiß und jetzt gehe ich mal in Relief rein und möchte hier Struktur reinbringen und dann nehme ich bei dem Relief hier eine Oberfläche und die nenne ich ein Noise. Ein Noise erzeugt so eine Unruhe in meinem Objektenbild. Ja? Da kann ich jetzt ein bisschen Struktur mit schaffen, aber ich habe noch nicht wirklich das Noise. Darum gehe ich jetzt mal in Farbe und setze dieses Noise hier auch nochmal ein. Das wird alles nicht so toll. Nee. Das wird also nichts. Also lösche ich das mal einmal hier raus und bei Relief auch. Kann ich das einfach wieder löschen.
Die Farbe mache ich wieder weiß und schalte es mal auf volle Deckkraft und gehe hin und nutze jetzt am besten mal bei Relief ein Bild, eine Oberfläche, die nennt sich Sternenfeld. Das sieht gut aus. Jetzt schiebe ich das mal ein bisschen hoch. Ja. Und das lege ich jetzt mal einfach auf diese Kugel auf und lasse das, sehe ich aber erst so richtig, wenn ich rendere. Das gleiche Bild lege ich jetzt noch einmal, dieses Sternenfeld, das nennt man einen Shader, da kann ich mir das auch angucken, kann also auch die Verteilung noch verstellen, aber das lernen wir alles später. Ich kann dieses Bild jetzt, was ich hier benutzt habe, einfach kopieren. Shader-Bild kopieren. Dann gehe ich in Farbe und sage Bild, Shader-Bild einfügen. Jetzt überdeckt das meine Farbe und darum muss ich hier eine Mischstärke machen. Mache ich das mal so ein bisschen so, setze ich das was runter. Schauen wir jetzt mal, haben wir schon ein bisschen besseres Ergebnis. Aber perfekt ist das, wie gesagt, noch lange nicht. Nur damit das so ein bisschen schwarz-heller. Kommen wir zur Waffel. Ich habe ja anfänglich gesprochen, Texturen, da haben wir uns einen Ordner für gemacht, Bilder. Jetzt nehmen wir ein neues Material für die Waffel. Das nenne ich auch Waffel. Bestätige das und möchte jetzt hier eine Fotografie hinzuladen. Wo habe ich die her? Ich bin einfach in meinen Browser gegangen, habe Waffel eingegeben und habe dort ein Bild gesucht, wo eine Fotografie von einer Waffel grob ist. Aber senkrecht und rechteckig. Das finde ich hier leider nicht mehr wieder. Ich habe eben schon mal gegoogelt, nicht mehr gefunden. Ihr bekommt aber nachher von mir dieses Foto. Also wenn wir das Bild haben, würde ich das, wenn das jetzt das Richtige wäre, würde ich das einfach speichern in meinem Texturenordner, den wir angelegt haben. Wenn ich den dann da gespeichert habe, kann ich sagen Bild laden. Dann muss ich natürlich in meinen richtigen Ordner mal gehen. T, Cinema 4D und dort in Texturen Waffel grob. Dann sage ich öffnen. Aha, dann lädt sich jetzt dieses Bild auf meine Textur. Schauen wir uns mal an, wenn wir das jetzt auf diese Waffel ziehen. Schauen wir uns das jetzt gerendert an. Naja, realistisch sieht das noch nicht aus. Gehe ich hin und lade dieses gleiche Bild nochmal wieder bei Relief. Ich muss immer das Häkchen hier aktivieren, um die Funktion einzuschalten. Jetzt brauche ich das Bild nicht nochmal neu laden. Habe ich einmal ein Bild benutzt, ist es hier drin. Jetzt kann ich mal einstellen, wie das aussehen soll. Wir sehen hier schon, da kommt Struktur rein. Lassen wir dann hier wieder Probe rendern. Aha, jetzt haben wir wirklich Waffelstruktur. So soll das für diese erste Funktion sein, wie man genau texturiert. Wir werden ja als nächstes eine Weinflasche bauen, mal erstellen, also nachdem wir die Grundobjekte durchgesprochen haben. Und dann lernen Sie noch viel, viel mehr Step by Step über das Texturieren. Das soll dieses erste Tutorial gewesen sein, um hier ein bisschen mal sich wohlzufühlen in diese Szenerien. Ich danke und bis dahin.